Ich freue mich heute sehr auf unser erstes Gespräch aus der ToolSense Interviewreihe Werkstattgespräche. Ich bin Jennifer und für die Kommunikation bei ToolSense zuständig. Und unser heutiger Gast ist Herr Carsten Winkler, der kaufmännische Leiter von der Henning-Gruppe. Und dann darf ich natürlich noch Alexander Manafi vorstellen, CEO und Co-Founder von ToolSense. Genau, Herr Winkler, vielleicht können Sie noch mal ein, zwei Sätze zu sich und der Henning-Gruppe erzählen. Ja, Carsten Winkler wurde schon gesagt, 34 Jahre, seit 4,5 Jahren jetzt bei der Henning-Gruppe tätig als kaufmännischer Leiter und verantwortlich für den ganzen Verwaltungsapparat und auch für die Digitalisierung in dem Unternehmen. Die Henning-Gruppe betreut so um die 1000 Kunden und hat 1500 Mitarbeiter aus den Bereichen der allgemeinen Gebäudedienstleistungen im Schwerpunkt Reinigung, Sicherheitsdienst und Grün- und Gartenpflege. Ja. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, kommen wir doch auch mal zur ersten Frage. Herr Winkler, könnten Sie uns einen Einblick geben, wie der Status quo im Maschinenmanagement vor ToolSense bei Ihnen aussah? Ja. Es gab schöne, lange, große Excel-Tapeten mit diversen Informationen zu Maschinen, aber keinerlei Nachhaltigkeit, ob diese Maschinen noch existent sind, ob sie vielleicht auch mittlerweile woanders stehen. Also es war alles ein manueller Aufwand, der einfach nicht nachgehalten werden konnte, alleine was die Manpower angeht. Ja. Okay, prima. Und was glauben Sie, warum ist die Digitalisierung in der Reinigungsbranche noch nicht so weit fortgeschritten, wie vielleicht auch in anderen Branchen? Ja, vieles ist ein manueller Prozess und vieles passiert von jetzt auf gleich. Ich glaube, da war ein großes Problem, dass viele Auftragsstart sind, könnt ihr mal morgen anfangen. Und dann wurde einfach so schnell es ging irgendwie ein Gerät, ein Staubsauger zum Beispiel gegriffen und dorthin gefahren und keiner wusste Bescheid, weil es irgendwie abends nach Dienstschluss oder was weiß ich passiert ist. Und das hat sich so über die Jahre, glaube ich, einfach eingeschlichen, dass es halt so ad hoc passieren kann. Was nicht sollte, aber passieren kann, ja. Ja, sehr spannend. Jetzt vielleicht noch eine Frage an Alexander. Also, welche Herausforderungen würdest du noch ergänzend hier sehen? Ja, es ist eigentlich auch das, was der Carsten noch gesagt hat. Also sehr viel ad hoc, sehr wenig. Was wir sehen, strategische Planung sehen wir eben da auch nicht. Und das ist eben auch schade, weil es da schon auch wirklich um Geld geht und um Summen geht. Und gerade in der Gebäudereinigung geht es halt auch wirklich ja, um jeden Euro wird gekämpft. Und da sehen wir halt heute einfach noch sehr, sehr viel Potenzial zur Optimierung. Ja. Okay, Herr Winkler, also nachdem Sie ToolSense jetzt einige Zeit im Einsatz haben, wie hat es sich auf Ihre Prozesse ausgewirkt? Es ist auf jeden Fall wesentlich transparenter und schneller. Also gerade Defektmeldungen gehen sofort an die richtige Adresse und werden nicht übers Telefon mal eben so kommuniziert oder eine E-Mail an die falsche Adresse und dann weitergeleitet, sondern der Techniker bekommt sofort die Meldung und kann sofort handeln. Zudem hat man immer den Überblick, wenn irgendwo Maschinenbewegungen sind. Wir haben die tolle Möglichkeit der Reservierung, also wenn Maschinen von mehreren Leuten genutzt werden, dass man sofort weiß, wer hat sie denn gerade und nicht erst im ganzen Unternehmen rumfragen muss, wo sie denn ist. Also das ganze Thema Transparenz und Schnelligkeit auch in der Kommunikation hat uns sofort überzeugt. Und wo sehen Sie vielleicht die entscheidenden wirtschaftlichen Vorteile? In der Zeit, ganz klar in der Zeit der Vorarbeiter, Objektleiter, wer auch immer, dass man nicht in ein Objekt fahren muss, um zu gucken, was da ist, sondern dass auch die Reinigungskraft, die vor Ort ist, sofort eine Meldung machen kann, ob ein Problem existiert oder Ähnliches. Ja, Alexander, hast du da vielleicht auch noch was zu ergänzen? Ja, ich meine, da ist auch die Usability einfach ganz wichtig, ja, weil wir haben natürlich auch in der Gebäudereinigung eine gewisse Fluktuationsrate
Und da war uns auch einfach sehr wichtig vom Design her, dass man das einfach sehr, sehr einfach ist, ohne großen Einstellungsaufwand, dass das Ganze funktionieren muss. Und ohne dass ich da tausende User-Accounts managen muss, weil da haben wir gesehen, an solchen Themen scheitert es an der Praxis. Also es wollen alle auch irgendwo mitmachen, aber wo wir sehen, wo halt dann viel auch scheitert am Projekt, ist einfach der ganze administrative Overhead. Ja, und auch die ewigen Schulungen und sowas. Und da versuchen wir einfach, dass wir sehr viel out of the box eigentlich dann machen. Das ist zumindest unser Ziel und unser Anspruch. Ja. Ja, das hört sich doch gut an. Und vielleicht nochmal daran anknüpfend, kannst du auch eine Empfehlung geben, wie der Einstieg ins digitale Equipment Management am besten gelingt? Ja, ich meine, Carsten, weil wir auch vorher geredet haben, diese jährliche Inventur, ja, das ist natürlich auch irgendwo, da muss man sowieso angreifen und sich mit dem Thema wohl oder übel beschäftigen. Und da ist das sicher auch ein guter Zeitpunkt. Und vielleicht sonst, Carsten, dass du vielleicht noch ein, zwei Worte dazu sagen magst, wie so dieser Prozess bei euch war zu starten. Aber auch so klein anfangen, das raten wir eigentlich immer, dass man sagt, okay, ich nehme mir 1, 2, 3 Objektleiter raus, die vielleicht irgendwie affin sind für das Thema und bringe das mal mit denen zum Laufen und habe dann auch intern in der Firma irgendwo so eine Erfolgsstory, dass die anderen auch mitmachen wollen. Und dann kann man von dort aus weiter aufbauen. Ja, das ist exakt der Punkt. Also so haben wir es auch gemacht. Wir haben uns 1, 2 rausgesucht, die auch hinter dem Thema stehen, und es hat eine Woche gedauert, bis alle anderen es auch haben wollten. Also es ist dann ein reiner Selbstläufer, wenn die merken, sie müssen nicht mehr mit einem Stapel Inventurzettel da irgendwelche Notizen mit der Hand drauf machen und das im Auto umherfahren. Da haben sofort alle gemerkt, okay, das wollen wir auch. Also es ging relativ schnell. Sehr schnell, ja. Okay, prima. Dann haben wir jetzt noch eine abschließende Frage an Herrn Winkler und Alexander zusammen. Wie schätzen Sie denn die Entwicklung der Reinigungsbranche in den nächsten 10 Jahren auch im Kontext der Digitalisierung ein? Also ich gehe ganz stark davon aus, dass die Branche sich mehr in die Bedarfsorientierung entwickeln wird. Also wir sprechen von bedarfsorientierter Reinigung. Zum einen findet man keine Mitarbeiter mehr, also die Masse der Mitarbeiter fällt weg, sodass die Digitalisierung dort unterstützen kann, dass man auch zwischendurch am Tage Reinigung anbietet. Und das wird die Reise in den nächsten Jahren sein, dass man mit Sensorik, mit ähnlichen Mitteln dort immer nur reinigt, wenn es auch wirklich einen Bedarf gibt und nicht mehr nach einem starren Leistungsverzeichnis arbeitet. Genau, und die Frage vielleicht auch nochmal an Alexander gerichtet. Ja, ich meine, wir sehen halt eben auch wieder Personal, einerseits extreme Personalknappheit, andererseits auch ein steigender Kostendruck. Und die Reinigungsbranche ist ja auch eine Branche mit sehr im Vergleich wirklich sehr geringen EBIT-Margen auch. Ja, und da sehen wir jetzt noch einen zusätzlichen Kostendruck auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehen wir so einen Nachhaltigkeitsdruck auch nochmal stärker kommen, dass das auch immer wichtiger wird. Und ich glaube ja, dass dass eigentlich das wahrscheinlich neu gedacht wird, auch wieder, wie der Carsten gesagt hat, mit eben Cleaning on Demand, und da ist halt Digitalisierung, Robotik etc. sind halt da ganz, ganz wesentliche Themen, und dass ich auch viele Sachen, vielleicht die bis jetzt passiert sind oder wie Prozesse bis jetzt gemacht wurden, neu denke und effizienter mache. Ja. Und in die Richtung muss halt gehen, weil sonst geht sich die Rechnung einfach nicht aus. Ja. Und vielleicht jetzt noch eine letzte Frage, die mir so dazu einfällt, auch weil Sie am Anfang Excel erwähnt hatten. Würden Sie denn jetzt, nachdem Sie ToolSense einige Zeit benutzt haben, nochmal auf Excel-Listen zurückgreifen? Nein. Ist auch ein ganz klares Verbot ausgesprochen. Okay, sehr gut. Das haben wir uns schon gedacht. Ja. Okay, dann vielen Dank für diesen spannenden Austausch. Es hat mich auch sehr gefreut, dass Sie da waren, Herr Winkler. Und ja, vielleicht hören wir uns bald wieder. Sehr gerne. Das würde mich freuen. Dankeschön. Super. Bitte, bitte.